Das Problem ist nur, wir haben so eine Art Rennen gegen die Zeit, weil wir um 1 Uhr den Rückweg antreten müssen, können uns quasi Pausen nicht leisten. Wieder mal mitten in der Nacht begrüße ich euch zu einem neuen Eintrag. Dieses Mal geht es auf Mount Bisoke, ein Vulkan-Kratersee. Das wird auch eine ganze Tagestour, deswegen müssen wir ganz früh los. Es ist jetzt ungefähr 4 Uhr nachts bzw. 4 Uhr morgens. Der Vulkan liegt auch quasi bei der Grenze zwischen dem Kongo und Ruanda. Wir werden da erstmal hinfahren, dort frühstücken und dann den Aufstieg machen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich bin auch sicher, dass es extrem schön wird und möchte euch da auf jeden Fall mitnehmen. Also viel Spaß. So, wir sind in Musanze angekommen und werden jetzt frühstücken, bevor es dann richtig losgeht auf Bisoke. So, wir sind an unserem Startpunkt angekommen und jetzt geht's ab auf Bisoke. Let's go! Also der Ausblick ist zwar extrem schön, der Weg ist allerdings etwas rutschig und matschig, was aber auch zum Abenteuerfaktor beiträgt, würde ich sagen. Aber hier ist es wirklich richtig still und ruhig. Mega angenehm, die Atmosphäre. Wow. Also der Anstieg ist nicht unbedingt das Einfachste, aber Spaß macht's allemal. Und es ist auch mal schön, so ein bisschen sich mal wieder anzustrengen. Das Problem ist nur, wir haben so eine Art Rennen gegen die Zeit, weil wir um 1 Uhr den Rückweg antreten müssen. Für die ganze Tour braucht man circa 3 Stunden und wir sind etwas zu spät los. Deswegen haben wir so ein bisschen Zeitdruck und können uns quasi Pausen nicht leisten. Aber das ziehen wir durch. Wir werden es nach oben schaffen. Also, noch 30 Minuten bis zum Gipfel und wir haben ungefähr noch 1 Stunde Zeit bis 1. Wir werden es schaffen.
Das sage ich jetzt einfach nur so. Aber eigentlich dürfte ich das nicht sagen, um den Spannungsbogen zu erhöhen. Aber ich will ja ehrlich sein. Also daran, dass wir die Baumgrenze passiert haben, sieht man, dass wir relativ hoch sind. Also das letzte Stück noch durchhalten. Und die schöne Aussicht hat sich gerade verabschiedet. Wir sind in die Wolke reingelaufen. Jetzt sieht man nichts mehr. Das sieht doch schon verdächtig nach Gipfel aus. That looks good. Ich glaube, ich sehe den Gipfel. Na bitte. Die letzten Meter. Boah. Das war ein krasser Aufstieg. Vor allem wegen der Matsche. Nicht unbedingt wegen der Entfernung, aber vor allem hier, weil der Weg so matschig ist. We made it! Yes! Hier hinter uns Bisokes Kratersee. Also, wir haben den Gipfel erreicht und es war extrem schön da oben am Kratersee. Jetzt müssen wir leider schon wieder zurück, aber die Zeit, die wir hatten, war schon sehr, sehr cool. Und ja, jetzt geht es quasi hier in diesem Nebel zurück runter. Schöner Abstieg und wir sehen uns dann wahrscheinlich zum Abschluss unten. So, jetzt sind wir fast wieder unten auf dem letzten Stück. War doch ein ganz ordentlicher Abstieg. Den Knien geht's noch gut, aber so ein bisschen fertig bin ich schon. Und das war ähnlich wie im Humpe, wirklich sehr schön hier durch den Dschungel zu laufen und diese Atmosphäre einzufangen. Wirklich, wirklich sehr angenehm. Da oben waren wir. War ein Wahnsinnstrip, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War in der Tat auch anstrengend und ja, ein paar Blasen an den Füßen, ein bisschen fertig, aber es war einfach wunderschön, dort rauf zu gehen. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen und dann bleibt mir nur noch zu sagen, #EmbraceHappiness und bis zum nächsten Mal. Gemacht. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir. Hatten wir sehr viel. Was zum Geier? Das schneide ich alles rein. Wat erat demonstrandum. Alles klar. Nach diesen eindrücklichen verbalen Ergänzungen muss ich sagen, ja, es hat mir. Alles Ich bin nicht ganz sicher, vielleicht.